Okay. Wir waren letztes Mal beim vierten Kontaktbericht Hm. und waren nicht ganz fertig geworden, weil Quetzal zu Besuch kam. Und ist noch eine sehr wichtige Sache. Und zwar sagt Sembiase, Satz 96, bis 99, der Erdenmensch muss sich aber auch vorbereiten, um sich gegen bösartige Eindringlinge zur Wehr zu setzen, was er aber nur durch eine völlige Vereinigung aller Völker eures Planeten erreichen kann. Die Gefahren aus dem Weltenraum sind groß und lauern an allen Enden der Galaxien. Meist sind es unhumane, machtgierige Wesen, die keine oder nur minderwertige oder ausgeartete Gefühle kennen. Andere aber wissen sich wohl zu wehren und notwendigerweise tun sie es immer radikal. Insofern jetzt aus Sicht des Militärs, die sagen halt, ja, äh, wir entwickeln das halt im Geheimen, aber sie sagt halt, also Waffen, um sich wehren zu können. Aber sie sagt halt, dass das nur zu schaffen ist durch eine völlige Vereinigung aller Völker. Ja. Das ist der große, Anders ist es gar nicht möglich, ja, oder? das ist im Grunde der große Fehler des Militärs. Ja. Also, Jedes Land kämpft gegen das andere Land. ja, Es ist Stück auf der Welt. Land gegen Land, Staat gegen Staat, oder? ja, Es ist ja keine Einigung da. Da siehst du, was jetzt geht in der Ukraine. 50 Länder liefern Waffen und Munition und Geld nach der Ukraine, um Russland kaputt zu machen. Oder? ja, Terror hat man unten im Nahen Osten zwischen den Israelis und den Palästinensern. Es ist ja keine Einigung da. Es schafft kein Land zusammen mit dem anderen auf friedliche Art und Weise. Was da geht in der Ukraine, die 50 Länder, allen voran Deutschland, wo Sachwaffen, Geld und Munition nach Ukraine liefert, macht alles andere als Frieden. Sie fördern den Krieg, sie fördern Mord und Totschlag, Zerstörung, Ausrottung und so weiter und so fort. Mit Waffen kann man nichts regeln. Es wird nie Frieden geben mit Waffen. Es gibt nur eins, Waffenfabriken, Produktionen von Waffenfabriken für Kriegszwecke müssen verboten werden. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, dass die Länder, die Staaten keine Waffen mehr haben, kein Militär mehr haben und so weiter und so fort. Das ist die einzige Möglichkeit. und dann wäre die Basis geschaffen, Dann wäre die Basis einmal geschaffen dafür, dass sie reden miteinander. ja, Dass nicht mehr einander den Schädel einschlagen und so weiter und so fort. Dass sie gezwungen sind, miteinander zu reden. ja. Und dann aber wäre ja auch auf der wissenschaftlichen Ebene, ist ja auch Konkurrenz, die Ja. Länder gegeneinander, ne? Ja, Und, natürlich. und Ja, dann, und bei der Wissenschaft geht es ja nur darum, dass sie wieder können, für Waffen irgendwelche Sachen entwickeln. ja, Oder? Ob es chemisch ist, atomarisch oder pulvermäßig, sprengstoffmäßig und so weiter und so fort. Es geht einzig und allein bei der Wissenschaft auch nur darum. Oder? ja, der Großteil der Wirtschaft geht Ja. um Waffenproduktion Ja, und geht nur um Rüstungsindustrie. das. Ja, Geht nur um das. ja. Die Macht eines Landes beruht im Grunde darauf, wie gut ihre Waffen sind. Richtig. Ja. Ja. Aber um dieser Gefahr sozusagen sich stellen zu können, der möglichen Gefahr halt natürlich, ähm, wäre es am besten, dass eben Frieden geschaffen Mit wird, Frieden geschaffen wird. damit die Und Wissenschaftler zusammenarbeiten. wenn Außerirdische kommen, dass dort verhandelt wird, dass geredet wird, Tacheles geredet wird, so, diesen und jenen Weg. Alles, es ist wirklich alles zu regeln. Ja, die meisten, das sind ja eher die Ausnahme. Die meisten würden ja nicht
Richtig, aggressiv, denn es sind ja andere auch, die hierher kommen. richtig. Und sie tun nichts. Ja, Ne, das ist Expeditionieren ja. im Grunde. Sonst hätten sie den schon lange überfallen, Ja, oder? das ist auch das Argument von vielen Ufologen, Ja, wo ich sage, wenn sie diese Technologie haben, um hierher zu kommen, die hätten schon lange die Möglichkeit, wenn sie wettet, dann hätten sie die Welt schon lange können kassieren. ja, Oder? dann ist diese, ich hatte jetzt vor wenigen Tagen irgendein US-Kongressabgeordneter, glaube ich, war es, der sagte, die Gefahr einer UFO-Invasion besteht. Also der absolute Blödsinn im Grunde. Ich denke schon zu Washingtons Zeiten schon viel früher hat da die sogenannten UFO sind umeinander geflogen. Seit Washingtons Seite bis heutzutage am Himmel kurven umeinander, Ja, schalten Waffen aus, Atomwaffen aus auf der Erde, schalten sie wieder ein und stören einfach so gut es geht, oder? ja, Aber bisher ist nichts passiert. ja. Deswegen und mit den Atomwaffen, wenn sie wirklich was anrichten wollten, könnten sie einfach abfeuern, Ja, richtig. ohne dass Richtig. wir da was gegen machen Ja. können. Ja. Ja. Und Und warum muss man auf die UFO ballern? ja, Die Luftwaffe von der Armee und der Bodentruppen haben schon x-mal auf UFO geballert, ja, oder? ja, Das machen sie immer wieder und machen es heute noch. ja, Ja. Weißt du, es muss einfach Krieg sein, es muss einfach eine Waffe eingesetzt werden, statt das Maul und der Verstand und die Vernunft und die Logik eingesetzt wird. ja. Und Oder? auch, was auch unlogisch an dieser Behauptung ist, dass auf der einen Seite sagen sie, wir wissen nicht, was diese UFOs sind, ne? Da Eben. sind diese Eben, da Objekte. geht man einfach drauf losballern. Ja, Man knallt einfach aufs Los, ja, oder? Statt dass man schaut und sucht einen friedlichen Weg durch das, dass man Verbindung sucht und mündlich, wie es Brauch und Recht ist, ja, anders seit alters her. Es gibt keinen Frieden, ohne dass geredet wird miteinander. ja, Mit Waffengewalt wird einfach der Gegner zur Sau gemacht und dann heisst ja, es ist Frieden. Es ist ja kein Frieden. na, Es ist einfach der andere besiegt, oder? Und Theater geht weiter. Oder? ja, vor allen Dingen, wenn sie, was sie nach außen kundgeben, sie Roswell und so, sie wissen ja schon, was Ja, da ist. natürlich. Ne? Sie Aber- zeigen ja, was sie im Sinn haben. Wenn die anderen kommen, dann ballern es los, Ja, oder? ja, die Öffentlichkeit weiß das natürlich nicht. Ja. Ne? Aber Das ist genau das. ja, aber wenn, Oder? wie können Sie behaupten, oder wie kann der behaupten, dass da möglicherweise eine UFO-Invasion ist, wenn Sie gar nicht wissen, was Da das ist? wissen sie überhaupt nicht. Die haben ja keine Ahnung, was die Besatzungen von diesen UFO überhaupt wollen, Ja, oder? ja, genau. Daher ist diese, ja, für mich ist das so Kriegspropaganda. Ja, das ist Kriegspropaganda. Das ist Krieg herauf geschworen und gefordert und so weiter und so fort. Ja, Es ist ja keine Vernunft, keine Logik, kein Verstand dahinter. Was gesagt wird, was vermutet wird, was geredet wird, was gemacht wird mit der Waffe schon. Oder? ja. Das ist idiotisch. Ist es auch, ja. Aber vor allen Dingen ist auch extrem gefährlich. Ja, natürlich. Für die ganze Welt jetzt nicht Ja, nur für natürlich. einen. Das ist nicht nur für ein Land gefährlich, sondern unter Umständen für die ganze Welt, Ja, wo sonst schon halb am Verrecken ist, oder? ja, Oder? Durch den Erdenmensch selber. Er hat ja den Klimawandel gemacht, herbeigeführt
geschworen und alles Vernichtungen und Zerstörungen angerichtet und Ausrottungen und so weiter. Wenn du denkst, jeden Tag 100, 150, 160 oder ja. 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 Also so viele Arten gehen jeden Tag Ja. verloren. Ja. Das wollte ich sagen, ja. Ja, vor allem. Und jedem, Ja. oder ob es Tier ist, Getier ist oder sonstige Lebensformen, die sich selber bewegen, Tier im Boden rein, Vögel, Krokodil, alles zusammen, oder? Wiese, Land, Acker, alles geht kaputt. Ja. Durch die Überbevölkerung, oder? Durch die Machenschaften, die sie loslösen. Ich glaube, fällt immer noch vielen Leuten, auch generell eigentlich schwer zu verstehen, warum die Überbevölkerung so viel Schaden anrichtet. Ja. Ich meine, die Zahlen sind da, das schon. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute so in ihrem Inneren das nicht realisieren, was das für eine Gefahr Der ist. Mensch denkt überhaupt nicht darüber nach, über das, was geht und läuft. Er hört das, er hört dieses, jenes, er sieht das, dieses und jenes, aber er denkt wirklich nicht darüber nach. Er macht sich keinen reellen Gedanken drauf. Und wenn er denken tut, dann ist es nur ein Skidenken. Nicht das, was wirklich muss sein, dass richtig gedacht wird, überlegt wird, Hm. oder? Dann stecken sie noch die Religionen rein. Das sieht man da wieder, oder? Gute Politiker, wie zum Beispiel, was wir da in der Schweiz haben, man muss es im Namen vom lieben Gott machen. Oder? Nicht selber wirken, sondern der liebe Gott muss uns helfen dabei. Oder? Ja. Ja, der Lieblingsspruch der amerikanischen Politiker, ne? God bless you. Ja, ja. Ja, hast du gemeint, das sei nur in Amerika, in der Schweiz Na, ist es ja, genau das- gleich, ja. in Deutschland genau gleich, in Frankreich, Italien, China oder wo was es auch immer ist auf der Welt. Ja. Überall dasselbe. In China wird die Religion schon mehr unterdrückt in dem eigentlich. Aber es ist, dieses Unterdrücken das ist nur an der Ja. Oberfläche dann nicht. Aber in Wirklichkeit ist es doch da. Es ist im Grunde genommen eigentlich die Religion, die regieren tut. Die ganze Politik ist religiös. Auch in China. Auch in China. Ja, Das hätte ich jetzt nicht. ja, das ist in jedem Land so. Es ist überall die Religion dahinter. Nur sind die Religionen eben verschieden voneinander. Ja. Stalin ist ja gegen die russisch-orthodoxe Kirche massiv vorgegangen. Er hat ja sogar Ja. die Kreuze von den Kirchen Ja. brechen lassen Ja. und so. Auch das, was sie sagen, wir glauben nicht, ist ihre Religion. Ah, okay. Sie machen das zu ihrer Religion dann. Es ist nicht einfach, ich bin religiös nicht mehr eingerichtet. Die haben ihre eigene Religion daraus gemacht. Sie glauben an das, was sie da oben zu Weg sustern. Das kommunistische Manifest ist dann im Ja. Grunde zur Religion oder Das ist zur eine Bibel Religion geworden. geworden. Hm. Und viele von denen sind noch in einer anderen Religion, in einer Gottreligion, wo ein lieber Gott einfach die Rolle spielt, oder? Ja, Oder soll spielen. ja. Hm. Ja, dass auch viele Politiker, auch wenn sie sich nicht so religiös geben, Ja. aber in ihrem Denken Mhm. und Entscheidungen dann doch Ja. stark religiös Richtig. beeinflusst sind. Richtig. Hm. Okay. Ja, vielen Dank. Und dann die letzte. Weißt du, was ich noch will sagen, Ja, weißt du, es ist ein Unterschied zwischen dem, wo
es dann einen ist, der wirklich weiß, was, wie, wo und wann, und der andere glaubt einfach das, was er im Kopf in einen Zweig geschustert hat. Ja, das, Der glaubt das einfach. Der andere weiß, aber der, wo wirklich weiß, dass es tatsächlich so ist, dass es geworden ist. ja, wie willst du das als Außenstehender beurteilen können? Das kannst du nicht beurteilen. Ja, das ist schwierig. Weißt, in der Regel ist der Mensch auf der Erde darauf eingerichtet, nichts als Lügen zu verbreiten. Und was er glauben tut und weiterträgt, ist bereits eine Lüge. Denn er kann ja nicht beweisen, dass das, was ihm gesagt wird, was er nachher glauben tut, Wirklichkeit geworden ist. Also ist es ein Lug. Ja. Ja. Die wenigsten überprüfen irgendwas. Ja. Ja, selbst die Medien, deren Aufgabe es ist, Das ist schon mal überprüfen eine in den ganz seltensten andere- Fällen die Sachen, die sie berichten. Ja, das ist eine Seltenheit geworden. Früher ist es so gewesen. Mhm. Zeitungen, die Reporter früher, die haben noch die Worte gesagt und die Worte geschrieben, wie es tatsächlich ist. Das hat immer mehr verflacht und jetzt geht es abwärts. Jetzt ist praktisch keine Zeitung mehr, wo Massen von der Menschheit lesen tut, wo Wirklichkeit so ist, dass sie tatsächlich vorbringen. Ja. Und Es sind nur noch wenige Zeitungen, die den Mut haben, aber die sind eigentlich beim Volk nicht bekannt. ja, das sind dann alternative Medien, Ja, die, weil sie die großen Medien verlassen mussten, weil sie da einfach alle einen Maulkorb bekommen Genau. haben. Ne? genau. Gibt ein paar, aber Und wer die Worte sagt, der wird zur Sau gemacht. Das siehst du jetzt im Deutschen raus. ja, Das siehst du mit der AfD, wo es da... ganze Partei wollen sie ja, stoppen, Ja. weil sie zu oft die Wahrheit sagen. ja. Ja, das ist und in den Medien, Das ist ein Rechtssekretariat und weiss nicht was. ja, und es ist jetzt schon so weit, dass wenn ich lese Fact-Check, also Tatsachenkontrolle oder Faktenkontrolle, das ist genau das Gegenteil. Da verbreiten sie dann noch die Lüge. Da wird geschummelt und gedreht und gemacht. Also das Gegenteil von dem, was er behauptet, dass die Fakten überprüfen, Ja. ist genau das Gegenteil. Sie verdrehen die Fakten und Wenn du mal denkst, von Alters her, was da alles gefälscht worden ist, wo Meinungen herrschen, wo das Volk, wo Wissenschaftler, Fachleute sagen, es ist so und so, wo hinten und vorne kein Buchstabe stimmt davon. Was da gefälscht worden ist bei den Bildern zum Beispiel, die gemalt wurden, sind die grossen Maler oder die grossen Buchstaben und so weiter und so fort. Alles lauter Fälschungen drin und Fälschungen hergestellt worden. Da haben sie wieder 100 Jahre später festgestellt, das ist eine Fälschung und so weiter und so fort. Das ist richtig. Und dann kommt wieder einer und behauptet, ja, das ist richtig, oder? Weil er einen Namen hat, ein grosser Wissenschaftler ist. Und dann 50 Jahre später kommt wieder einer und kann das widerlegen, dass wieder ein Betrug stattgefunden hat und so weiter. Das geht von alters her so. ja, selbst bei den Gemälden ist Ja. unheimlich viel Fälschige. Ja. Die hatten gute Schüler. Onkel. Die bekanntesten Bücher, die gefälscht sind, das sind Religionsbücher, wo hinten und vorne manchmal kein Buchstabe stimmt. Ja. Wo einfach zusammengedichtet worden ist, das ist ja so und so gewesen, die Leute glauben es. Über 2000 Jahre glauben sie jetzt da wegen Jesus Christus. 1600 Jahre lang glauben sie da wegen Islam, oder? Wegen Büge Allah, oder?
Christen glauben an Heiland, an Jesus Christus, an Maria, an die Heiligen und ja, Ja. es ist unglaublich. Ja. Und es ist alles erstunken und erlogen. Ja. Plagiat? Also die Gebrüder Grimm haben die Märchen nicht geschrieben, Nein. sondern Die haben die zusammengeklaut, von Alters her, was dort 200-300 Jahre früher einmal geschrieben worden ist, da drüber und so weiter und so fort. Ja. ja. Also die Gebrüder Grimm haben das nur zusammengeklaut. Die haben nie ein Märchen geschrieben. Ja. Ich kenne das auch noch aus der Kindheit, die Grimms Ja. Märchen. Und viele andere Sachen auch, die sind einfach erfunden worden von anderen, die Jahrhunderte früher gelebt haben oder Jahrzehnte früher gelebt haben. Und die haben einfach da wieder ein bisschen etwas dazu gedichtet und so weiter. Aber selber geschrieben haben sie nie ein Märchen. Ja. Ja, es ist wie heutzutage mit allen möglichen, die irgendwelche Workshops machen Ja, und Kurse und dann klaut man hier ein bisschen und da ein bisschen, macht wieder einen neuen Kurs oder genau. so leicht verändert. Ja, So, ja. Oder das, was der Dali gemacht hat, oder was da Fälschungen, mindestens 500.000 Fälschungen sind umeinander. Mindestens 500.000 Fälschungen. Die kursieren ganz auf der ganzen Welt herum. von Gemälden oder Von Gemälde und Zeichnungen und so weiter. Alleine vom Dali. alleine vom Alleine vom Dali. Und Über 500.000 auf der ganzen Welt verbreitet. Fälschungen. Wo die stolz sind. Ja, wir haben das Original von ja. wo aber Fälschungen sind. Ja. In dem Fall ist es jetzt, von dir haben sie ja Bilder bei Sotheby verkauft. Ja, Ich denke schon, dass das also Abzüge sind von deinen Originalen. Aus Ende der 70er ist das wohl so. Die hast du ja verkauft, oder hat die Figo verkauft, ja, so ja für ein natürlich. paar Ja. Franken. Was meinst du, was da gefälscht worden ist? Nimmst alleine die Ilse von Jacobi mit Feiten zusammen, Ja, oder? ja, allein die Show. Der allererste war der Dings, der Hans-Rudi Glanzmann. Der hat nachher da im Juhe hinein da eine Gruppe gebildet da und weltweit die Berichte verfälscht und die ganze Welt zirkulieren lassen. Er ist ja jetzt scheint's gestorben. Dann ist der Cannabis-Doktor da, der gesagt hat, er sei mit der Semjase geheiratet. Das ist unglaublich. Ja, Das ist unglaublich, was da gefälscht wird. ja, Darum haben wir angefangen, selber Sachen rauszugeben und hat es geheißen, könnt das selber herstellen und schauen, dass es original bleibt. ja, Aber es hätte ja, gerade letzte Jahr haben wir geredet, da und ich. Es hat nicht noch eine wo heute noch Kontaktbericht fälschen, den Wahr daraus rausholen und umschreiben und sagen, es sei von ihnen und so weiter und so fort. mhm. Aber ich kann nichts machen dagegen. Ja, Das ist so. ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Future of Mankind, die Webseite, wo immer Deutsch und Englisch erscheint, wo ich das auch verlinke, dann immer, dass die sich so langsam doch verbreitet, dass die Leute dann da doch hinkommen irgendwie und dann die originalen Kontaktberichte lesen aber ja, was ich eben meinte, Leute klauen hier und da in allen Bereichen, eben halt aber auch bei deinen Kontaktberichten und Ja. wurschteln dann dran rum und Ich weiss, machen dann ihr eigenes da draus. kannst du nichts machen dagegen. Ja, Kannst es denen nicht einmal beweisen. Oder? ja, ja.
Wenn du irgendetwas unterkommst, nachkassen. Etwas Ja, dagegen ja. unternimmst. Da beim, wie hat der geheißen? Er ist nachher mit seiner Gruppe abgehauen auf Frankreich. Da bin ich zwischen Stuhl und Bank runtergefallen. Genauso wie ich zu München aus Stuhl und Bank Mhm. runtergefallen bin, von dem Amiral, der da nachher um die ganze Welt gereist ist und einen Grafentitel gekauft hat, da im Deutschen aus zwischen Stuhl und Bank runtergefallen. Mhm. Kommst du denen nicht dazu. Ja, Kannst nichts machen, machst einfach Letzte. ja. Ja, sehr ungerecht. Ja. Alles. Was willst du machen, Michael? Hast gar nicht. Im Fall von diesem Sotheby-Foto, das hab ich halt schmunzeln müssen, weil die Person hätte hier bei uns für 2 Stutz Fotos bekommen können. Ja, und legt da 16.500 Dollar Ja. für alte Fotos auf den Tisch. Ja. Aber es ist halt Sotheby, ne? Ja. Selber schuld. Ja, selber schuld, ne? Genau. Am Schluss vom 4. Kontakt, da beschreibt Semjase noch, dass eben Malona ein Planet hier in unserem Sonnensystem war. Und ja, durch Ignoranz im Grunde zerstört wurde. Ja. Und das war doch so, dass sie Wasser in einen Vulkan Wasser geleitet. in einen Vulkan hineingeleitet. Ja, Und ausgerechnet die eine, wo nachher die Erde auseinandergeflogen ist. Also der Planet auseinandergeflogen ist. Ja. Auseinandergeflogen ist. ja. Aber das ist lang, lang her. Millionen von Jahren, oder? Ja. Ah, so lange ist das schon Ja. her. Ah, ja. Hm. Es das müssen ja riesige Wassermengen gewesen sein. Irgendwie müssen sie dann Ozean reingeleitet haben Ja, oder die so. hat der Ozean reingeleitet. Ah, wirklich. Ja. Weil um einen ganzen Planeten zu sprengen, muss schon, also dass er Nein, auseinanderbricht. Die hat der Ozean reingeleitet. Wirklich. Das war halt keine gute Idee. Nein, das ist keine gute Idee. Ja, okay. Ja, es war mir halt wichtig, dass wir da ganz kurz drüber gesprochen haben, weil ich hatte zwar gesagt, aber keiner glaubt es dir halt, wenn du sagst, Ja, die meinen, ja, dass das sei ein riesiges Raumschiff gewesen. Malona sei ein riesiges Raumschiff gewesen, wo auf dem Meer geparkt wurde, sei praktisch eine Insel gebildet hat. Malona. Ja, da, Ja, ja. da auf der Erde behauptet das Ufologen. Ah, ja, ach so, ja. Die haben eine blühende Fantasie. Ja, und das sei schlussendlich aufgehoben worden, die Insel, also Malona sei aufgehoben worden und sei auf den Grund runtergegangen worden und die leben heute noch auf Malona dort unten. Oder? Meinst du Malona oder Atlantis jetzt? Nein, Malona. Malona. Okay. Malona. Die Geschichte kenne ich noch nicht, daher. Ja, das ist aber das ist das, was unsere Ufologen erzählen, das könnte so gewesen oder sei so gewesen. Ja. Das war ein riesen Raumschiff gewesen, wo sie können auf dem Wasser als Insel schwimmen lassen. Ja. Und eines Tages haben sie beschlossen, das zu versenken und dann haben sie den Meeresgrund versenkt und es existiert weiterhin dort. Ja. Ja. Und UFO kommen von dort unten und ja, alles Mögliche. Das sind unsere Ufologen, die das erzählen heute. Ja. Ich greife da jetzt ein bisschen vor, weil du es da eben angeschnitten hast, weil es auch wichtig ist. Und zwar, du hattest ja beschrieben, dass wir würden sie als Außerirdische sehen, aber in Wirklichkeit leben sie auf der Erde schon lange. Das sind diese blauen Himalaya. Das sind Erdlinge, reine Erdlinge. Ja, die mit dieser blauen Körperfarbe, die meine ich jetzt. Ja, das ja. Es sind im Grunde Erdlinge. Ja, das sind Erdlinge.
die Nachkommen von Außerirdischen, aber leben auf der Erde seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden Ja. und sind praktisch Erdlinge geworden. Ja. Oder? Wenn man auf einem Planeten geboren wird, dann ist man gebürtig von dem Planet, oder? Ja. Ja. Oder? D Das ist genau gleich, wenn einer kommt von Arabien, oder? Der ist in Arabien geboren, der ist nicht Europäer, auch wenn er eine europäische Niederlassung überkommt und weiss sich was, oder? Oder? Denn haben die sich vor Jahrtausenden dann sozusagen zurückgezogen Ja, in den Himalaya, Ja. in die Tiefen ja, dort. ja. Und sind einfach geblieben. Ja. Weil vielleicht ihr eigener Planet zerstört wurde oder Ja. was auch immer der Ja. Grund war, warum sie hergekommen sind. Aber Amerika hat es auch so ein Ding. Ja, hast mal gesagt. Da hat's auch unterirdisch, Ja. dass sie dort. Ja. Sind da immer noch welche oder Das sind auch welche. sind auch noch welche? Ne? Sind das auch die mit der blauen Körperfarbe oder Nein, das sind andere? Ne? Das sind andere. Sind das diese grauen oder sind das wieder andere? Nein, das sind ganz. Menschen wie. Wenn du denen würdest begegnen, du würdest es nicht erkennen als Nachkommen von denen. Ah ja. Ja, das wusste ich jetzt noch nicht. Wir waren bei den unterschiedlichen Gruppen, sag ich mal, die hier auf der Erde leben im Geheimen. Und die eine Gruppe waren die Blauhäutigen im Himalaya. Und dann sagtest du das in USA auch. Oder In Nordamerika. Amerika hat's auch, aber über die Sachen, Ja, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. über die UFO und denen wollte ich nicht reden. Ja, Und da hat man mir auch gesagt, ich soll nicht zu viel sagen darüber. ja, dann brauchen wir Und nicht. überhaupt nicht reden über das. Ja. Aber du hast in den Kontaktberichten auch von einer Gruppe geschrieben, die leben auf dem Boden des Ozeans. Ja. Also habe ich richtig verstanden. Die leben auf dem Boden, haben sozusagen wie so eine Kuppel oder so. Ist ja cool. Und auf dem Boden des irgendeines Ozeans. Ich weiß nicht, ob es Atlantik oder Pazifik war oder was auch immer. Ja, das ist ja Aber gleich was. Das ist gleich. Ja. Aber Mhm. auf dem Meeresboden. Ja. Gut, danke. Ja, dass du das bestätigt hast, weil es klingt halt unglaublich, weil da ja enormer Druck herrscht darunter. Ne? Aber sie sind technisch so weit, dass das kein Problem ist. Ja. Wir haben ja Lebewesen, wo im tiefen Grund von der Meer leben tun. Vom Ozean, vom Pazifik und so weiter. Lebewesen, die da unten leben. Ja, In das diesen Tiefen. aber wir reden ja jetzt nicht von Fischen oder so, sondern es sind ja Menschen mit Luft. Natürlich. Auch Menschen können leben in dieser Tiefe, wenn sie geeignete Dings haben, eine Kuppel zum Beispiel. Oder? Ja. Das ist ja kein Problem. Ja, aber jetzt vor kurzem ist ja diese eine, wo dieser Milliardär da mit seinem U-Boot da runter ist und das ist halt wie so eine Cola-Dose zerquetscht worden. Ja, ne? das sind sie selber schuld. Ja, aber, Sie sind halt technisch noch nicht so weit entwickelt. ja. Dass ihnen das möglich ist. Ja, deswegen müssen sie technisch sehr weit sein, wenn sie da unten existieren können. Natürlich, klar. Sie müssen ja auch ihr Essen dort irgendwie Ja. anbauen und Ja, das ist ja kein Problem. Wenn man weit genug entwickelt Ja. ist, kann man weit, ja, oder? Kann man vieles machen. ja, aber für uns wäre es schon schwierig. Und selbst Ja, dafür machen Im Bunker andere, oder so. andere Sachen, wo fürs normale Volk unmöglich erscheinen. ja, Oder? ja. Ja, unsere Technologie ist ja für viele schon, Ja. weil wir einfach so dumm gehalten werden, Ja. ist das schon wie Magie, manche Technologie. Ja. Ne? Wenn der Erling alles wüsste, was bereits entwickelt ist, Ja. Im Geheimen entwickelt. im Geheimen entwickelt Ja, ist. ist schon unglaublich. Ne? Weißt, und viele Sachen, die werden von Firmen aufgekauft und Ja, ad acta gelegt. ja.
weil es das, was vertreibt, nicht dem Wert entsprechen tut, oder? Und das dann zu entwickeln, was besser ist, viel zu viel kosten tut. Ja. Da lässt man es einfach verschwinden. Mhm. Ja, sie wollen halt ihr Produkt weiterverkaufen. Genau. Ja. Und zwar für lange weiterverkaufen. Ja. Ja. Das Gut. ist leider so. Ja, es ist so, ja. 5. Kontakt. Ja. Aber du hast einen schlechten Tag verwünscht wegen meinem Reden heute. Ja, ist schon gut. Wir sind ja halt ein bisschen im Stress oder du aber ist schon alles okay mit deinem Reden. Der 5. Kontakt war am Sonntag, den 16. Februar 75 um 23:41 Uhr. Mhm. Und da sagt sie auch sehr wichtige Sachen, oder auch du, und zwar, wo du beschreibst, dass Faktenwissen oder Buchwissen Mhm. nicht so wichtig Mhm. ist im Grunde. Mhm. Ja, eben. Viel ist eben gefälscht. Entspricht oder entspricht einfach nicht dem, was wirklich ist, weil es nur Annahmen sind. Und Fakten, die wirklich existieren, die wären dir, wie soll ich sagen, die wären dir nicht abgenommen. Du kannst es in den Kopf biegen, was wirkliche Fakten sind, aber sie wären dir nicht abgenommen. Es sind auch in den Büchern rechte Fakten aufgeführt, geschrieben. Aber sie haben auf der Welt praktisch keine grosse Bedeutung. Ja, Oder? das zum einen, aber wenn dieses Wissen, in Anführungsstrichen, nicht so wichtig ist, in Bezug auf Intelligenz, was ist dann, wenn wir jetzt von den Intellektuellen sprechen, was wäre eigentlich wichtig für Intellektuelle, welche Fähigkeiten? Eben nicht nur Buchwissen, sondern ist Kreativität wichtiger zum Beispiel? Es geht nicht nur darum, ums Wissen, es geht auch ums Menschwerden bei der ganzen Sache. Da drin, wo man zum Beispiel schreibt, habe ich mich zu einem wahren Menschen werden lassen. Also hat sich zu einem wahren Menschen entwickelt. Das ist ein Leserbrief. Das ist ein Leserbrief. Das ist eben wichtig. Und nicht einfach Fakten, die existieren über das und jenes und weiss ich was für Wissen und so weiter und so fort, sondern Fakten, wo der Mensch an sich selber schaffen tut. Die Fakten sind ein paar Mal wichtiger als die Fakten, wo einfach irgendetwas erklärt wird oder wo geschehen ist oder geschehen wird und so weiter und so fort, sondern die Fakten, wo der Mensch an sich selber schaffen tut, nämlich sich zum wahren Mensch machen. Diese Fakten sind wichtig, nicht die anderen Fakten, wo in den Büchern aufgeführt sind. Ja, es ist so und so, das ist so und diesen und jenen Weg, es hat sich das ereignet und so weiter und so fort. Sondern das, was im Menschen selber erschaffen wird, als das sind Fakten, die tatsächlich für ihn selber existieren. Wo er aus sich das macht, was er soll machen. Soll machen. Wie würdest Mensch werden. Ja. Wahrer Mensch werden. Wie würdest du einen wahren Menschen definieren oder was zeichnet einen wahren Menschen aus? Ja, ein wahrer Mensch zum Beispiel, dass er alleine nur noch nach den Worten, nach der Wirklichkeit geht, das ist einmal die erste Bedingung von allem. Das hat weitere Folgen in dieser Art und Weise, dass er das, was er wirklich sieht,
kann aufnehmen und verarbeiten in sich und sieht und erleben tut in sich selber durch seine wahren, wirklichen Gedanken, nicht Scheingedanken, was er muss tun, was er muss für die Mitmenschen tun, was er für die Natur muss tun, fürs Leben muss tun, für die Fauna und Flora, für die Natur und alles zusammen. Oder? Dass er lernt, dass er das wird, was er lernen tut, als wahrer Mensch, die Wahrheit umzusetzen, so wie es tatsächlich notwendig ist. Das heisst, er tut also, zum Beispiel, wenn man jetzt von der Sorge ausgeht, sich Sorgen um den Planeten, um die Natur, um die Fauna und Flora, um das Ökosystem und so weiter und so fort, um die Atmosphäre, um das Klima und alles zusammen. Das macht der wahre Mensch, wo wirklich lernt, erreichen gegenüber den Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Dann, wie er sich benimmt und aufführt und seine Verhaltensweisen ist gegenüber einem Mitmensch, gegenüber den Menschen allgemein und so weiter und so fort. Denen beisteht, denen helfen tut und was alles so kommt und geht und läuft. Du sagtest, die Realität sehe. Aber das fällt den meisten... Wirklichkeit sieht, Wort sieht, ist die Realität wahrnehmen, wie sie tatsächlich ist. Und es gibt wenige Menschen, wo in dieser Masse Menschheit, wo wir haben von 9,5 Milliarden, sind wenige Menschen, die das wirklich machen. Der grosse Teil ist ganz anders. Der lebt einfach im Tag hinein. Er lebt nur für sich selber, lebt nicht für die Mitmenschen, lebt weder für die Natur, weder für den Planeten, noch sonst irgendetwas. Nur für sich selber. Das ist eigentlich der Mensch, wie er lebt und lebt. Und darum kann er auch einfach eine Pistole nehmen, den anderen abknallen. Das ist ja gleich, ist ja nicht selber. Jagt sich nicht selber eine Kugel in den Kopf, jagt dem anderen eine Kugel in den Kopf. Also wird nicht gedacht, da wird nicht nachgedacht drüber. Da wird einfach gemacht. Ich bin der Stärker. Ich habe die Waffe, ich kann schiessen. Oder ich habe das Messer, kann es mir einem anderen in den Ranzen hauen und so weiter und so fort. An das wird, an diese Sachen wird nicht gedacht. Der Mensch denkt, er läuft über die Straße, denkt nur für sich. Man sollte sich vielleicht daran üben, es auch aus der Sicht der anderen Person manchmal zu sehen. Richtig. Oder sich wirklich sage, okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, religiös erzogen worden. Bin ich ja auch, also begrenzt, aber also nicht sehr religiös, aber ein bisschen. Dass man sich sagt, so, jetzt schaue ich mir mal genau an, stimmt das wirklich? Ne? Ist das wirklich so oder könnte das auch anders sein? Ja, also, das macht der Mensch nicht. Er glaubt einfach. Dass man eigentlich die Kritikfähigkeit entwickelt. Richtig. Ja. Richtig. Mir scheint, dass, du sagtest mal, wenn die Plejaden was auf den Grund gehen, dann ist es auch auf dem Grund. Das ist nicht, wenn wir das sagen, ja. Dann wissen wir immer noch nicht Bescheid. Das ist alles so. Ja, genau. In Wirklichkeit schwimmen wir da so nur so ein bisschen unter der Oberfläche. Genau. Und wo wir sagen würden, ja, die Sache ist geklärt oder man weiß genau Bescheid, dann fangen die Plejaden im Grunde erst an, das von allen Perspektiven aus zu untersuchen. Ganz am Anfang haben wir ja geredet über das. Nur in einer anderen Form, von etwas anderes bezogen, auf den Frieden. Genau das haben wir ja geredet.
Es wird eine Sache auf den Grund gehen. Es wird nur richtig geredet, richtig gedacht, richtig überlegt. Nur dann. Nicht mit den Waffen. Einfach handeln, glauben, glauben, glauben. Schiessen, schiessen, schiessen. Ja, du meinst jetzt, wenn Kontakt käme mit Außerirdischen, dass man erstmal... Ja, das kannst du aber auch aufs wahre Menschsein übertragen. Es geht nicht ohne das. Meinst du, dass man dann sozusagen mit sich selbst... Mit sich selber einmal klarkommen, mit sich selber in Frieden einziehen, in sich selber rein, oder? Ja, Anders geht's nicht. ja, ja. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, Es weil ist das nicht einfach, es ist nicht einfach. Aber man kann, da siehst du, es hat Menschen, die haben den Weg gefunden. Das ist einfach der Anfang, was der Mann zum Beispiel schreibt. Das ist einfach der Anfang. Es geht weiter und weiter und weiter. Es kommt mehr und mehr dazu. ja, ja das Schöne ist, dass äh, mir fällt es leichter, neue Gedanken aufzunehmen und zu betrachten. Mhm. So eigentlich gleich, was es ist. So. Manches ist natürlich schwieriger zu erfassen oder so. Mhm. Aber wenn man diese grundlegende Kritikfähigkeit mal entwickelt hat, Ja. dann zum Beispiel, wenn jemand sagen würde, dann ja, irgendwie käme heraus, deine Fotos sind zum Beispiel gefälscht, sag ich mal. Dann würde mich das halt nicht aus der Bahn werfen, sondern dann würde ich zu dir kommen und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Ja, Weißt? logisch. Also, weil das Logisch, andere, was ja. du sagst, ist viel wichtiger. Sachen auf Und das der- hat mir sehr geholfen. Ja, die Sachen auf den Grund gehen. Ja. Schauen, was ist die Wirklichkeit, was ist die Wort. Ja, aber ich glaube nicht, dass deine Bilder halt richtig, also, aber Es selbst hat wenn, mit Glauben zu tun. genau, Es hat ja nichts mit Glauben. Du siehst es ja alleine durch den Verstand, durch Ja. die Vernunft, durch die Logik, die man hat, kann man schon beurteilen, das kann ja nur Wirklichkeit sein oder das kann ja nur Fälschung sein. ja, Und für das musst du aber die Hintergründe und alles zusammen kennen. ja, ja, das werde ich auch Musst du versuchen zu mal vermitteln. alleine das, wie soll ich zum Beispiel so ein Foto herbringen? Das bringt man sicher nicht einmal mit zwei Händen her, Ja, ja, natürlich. oder? Der Aufwand ist so riesig. Ja. 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 Und da hättest du müssen, mindestens ja, Transporter haben, wo du hättest können die Ware transportieren, die Schiffe, die hätten müssen gross genug sein. Nicht einfach so ein Dings wie dort oben, wie es dort in Amerika gemacht Ja. fast 800 $800. Ja, für das Modell. Das ist wahnsinnig. Ja, Alleine so ein Modell machen, wenn du mal dort siehst, das ist jetzt gemacht worden von Studenten, scheint's, oder wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. die Geschichte ist, dass Wally Gentleman das gemacht hat. Das war Ich der weiß nicht, Special wer es Effects Mann gemacht hat. von Stanley Kubrick. Das war kein Student, sondern das war Nein, jemand, es führt auf Studentenretour. Die Studenten haben das angereist, scheint's. dann haben sie die bezahlt. Ja. Ich Ich frag mal weiß mal es Brit. nicht. Frag mal. Mir hat man nur gesagt, sie haben 2 Stück gehabt. Ja. Eins haben sie wieder mitgenommen, haben sie gesagt, das behaltet selber, eins schenken sie mir. Ja. Und die haben ein Stück $800 gekostet. Und eben die Studenten haben das angereist. Ja. Gut. Ich weiss nicht wie.